Wasser ist eben essentiell. Ne? Wir brauchen alles. Leben spielt sich im Wasser ab. Das Erste, wo ich immer gucke, wie ist die Spannung, die Oberflächenspannung. Ja, da merke ich schon halt, das Wasser hat eine sehr gute energetische Matrix. Ja? Also die Struktur passt so ein bisschen. Ja? Und wenn die dann so träge da rumhängen, das siehst du wie bei Menschen, die rumhängen, da kommt keine Energie, da ist nichts zu holen. Das ist auch bei so einem Wasser. Wir haben hier wirklich ein Aushängeschild. Also es ist wirklich nachweislich in den letzten 10 Jahren ausgezeichnet. Also es gibt kein besseres Wasser hier in der Gegend, was nachweislich durch dieses Blocher-System zustande gekommen ist. Und hier sieht man, das geht eigentlich ganz einfach. Man tut das Material informieren, braucht nichts mehr machen, es gibt keine Ausgasungen, wo man ja sieht, wie schnell sich der umsetzt und so fast geruchlos ausbringen kann. Gell? Das ist nicht normal, das riecht so frisch. Das machen wir einen Kopfkissen. Und das Gute an Physikum ist, dass der Naturschutz quasi inklusive ist. Und das, was eigentlich stinkt an der Gülle, sind die Nährstoffe, die wir eigentlich für die Pflanzen haben wollen. Wir haben schon mal Leute getroffen, die sagen, Blocher Hokuspokus. Wie ist deine Perspektive dazu? Ich glaube, dass viele Hokuspokus sagen, weil sie keine Erklärung dafür haben, wie es funktioniert. Die Erklärung habe ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie Blocher funktioniert, aber ich weiß, dass es funktioniert. Eine Voraussetzung muss man schon mitbringen, wenn man sich mit Blocher beschäftigt. Ich muss das, was mir angeboten wird oder das, was ich sehe, das muss ich mir anhören und ich muss dem eine Chance geben und das mal ausprobieren. Wenn ich generell dagegen bin, dass es sowas gar nicht geben darf, so nach dem Motto, ihr könnt es nicht erklären, dann darf es das auch nicht geben, dann kommt man nicht zusammen. Aber sonst ist es nie ein Problem. Vor allem sage ich da immer gern mal dazu, jetzt schon 45 Jahre mit Hokuspokus zu existieren, das ist ja auch, also wäre ja auch genial, ne? So. Ein wichtiger Punkt für uns, das Optimum aus der Natur. Da kommen wir zum Thema Wasser. Zum Beispiel Quellwasserstruktur aus dem Wasserhahn ist zum Beispiel eine unserer Sachen. Und die Natur hat eine Erinnerung. Die Natur strebt immer danach, ihr Optimum zu sein. Zum Beispiel beim Thema Wasser schaffen wir es, das Wasser an seine Struktur zu erinnern. Und diese Struktur ist eine große Oberfläche, sauerstoffhaltig. Und in dieser großen Oberfläche sind zum Beispiel Nährstoffe, Mineralien verfügbar, menschenverfügbar, pflanzenverfügbar. Die Zelle kann damit etwas anfangen. Der menschliche Körper ist in der Lage, schlechtes Wasser und gutes Wasser zu differenzieren. Und wenn die Zelle sagt, okay, ich nehme das Wasser nicht auf, dann gibt das Wasser das ab und der Körper lagert es ein, ohne es zu verbrauchen. Wasser ist eben essentiell. Ne? Wir brauchen alles. Leben spielt sich im Wasser ab. Und wie gesagt, wie du sagst, der Trick der Natur ist, die Oberfläche zu vergrößern. Wie beim Boden, viele kleine Moleküle oder kleine Krümel haben eine größere Oberfläche. Und wir unterstützen somit durch die Strukturveränderung in viele kleine Moleküle die Selbstreinigungskraft des Wassers. Und dazu braucht man eben auch Biologie. Wasser ist also nicht nur H2O. Wenn diese Biologie das richtige Milieu hat, dann kann es sich auch wieder selber reinigen. Und das sieht man eben auch bei der Gewässerbehandlung, wo wir machen, dass sich der Schlamm abbaut, also quasi Unterwasserkompostierung, dass eben dadurch diese Rücklösung nicht mehr stattfindet, dass die veralgen die Seen und eben durch die Selbstreinigungskraft des Wassers eben wieder gesunden. Magst du was über Biotop erzählen, was dir angewendet wird? Weißt du das? Also es war ursprünglich ja mal eine Tongrube zum Abbau. Und seit den 30er Jahren wird es hier eigentlich für Freizeitaktivitäten genutzt. Und da ist natürlich die Wasserqualität auch von immenser Bedeutung, dass das hier auch so angenommen wird. Und ich freue mich immer wieder, wenn wir eben auch feststellen, dass diese Wasserqualität hier für ein stehendes Gewässer ohne Zulauf, zumindest nach meiner Auffassung, super gut ist. Wir haben hier wirklich ein Aushängeschild. Es ist auch durchs Gesundheitsamt bestätigt jetzt. Wir haben die letzten 10 Jahre stetig einen Anstieg der
Wasserqualität, dass sie besser wird. Also wir haben eine Sichttiefe, wir sind mal gestartet bei 2 Metern, haben aktuell eine Sichttiefe von 3,40 Meter, was nachweislich durch dieses Blocher-System zustande gekommen. Die Naturbäder im Landkreis und auch überregional gucken schon und fragen schon, wie kriegt ihr das hin? Also warum schafft ihr das? Wir geben so viel Geld aus mit irgendwelchen Bestrahlungstechniken, mit Ausbaggern. Warum kriegt ihr das so hin? Und dann verweisen wir da drauf, dann gucken wir immer in erstaunte Augen, das geht doch gar nicht. Also es ist wirklich nachweislich in den letzten 10 Jahren ausgezeichnet. Also es gibt kein besseres Wasser hier in der Gegend. Genau, unsere Flussmuscheln oder die Teichmuscheln sind wichtige Bioindikatoren. Daran kann man sehen, dass das Wasser eben biologisch, ökologisch gesund sein muss. Und zwar über längere Zeit, sonst wird es keine Population dieser Entwicklung geben. Ja? Und somit ist das, wie gesagt, ein ganz klassischer Indikator für ein sehr gesundes Wasser. Ja, wir haben hier auch ganz in der Nähe noch ein Naturbad, Hohenfels. Das ist auch ein Verein und das betreiben wir jetzt auch schon seit mehreren Jahren. Also haben das damals umgebaut auf unsere Technologie. Eben auch Naturbad ohne Chlor. Toll da zu baden und toll da hinzugehen, ja. Hatte früher ein Chlorbad, dann konnte das die Gemeinde nicht mehr bewerkstelligen. Deshalb haben wir das dann nach 2 Jahren einen Verein gegründet und umgebaut zu einem Naturbad. Und jetzt sind wir eigentlich ganz froh, dass wir unser Naturbad haben. Und die Firma Blocher haben wir da kennengelernt. Da hat einer, wo in der Stadt Überlingen schafft, vom Herrn Blocher gehört, von der Wasserreinigung, allem drum und dran. Und dann haben wir mal gefragt, ob er mal vorbeikommen kann und haben ihn auch kennengelernt. Und das war, also die Freundschaft das war gigantisch. Und er hat mir natürlich auch erklärt, warum das so ist, warum die Wasserreinigung so geht. Er sagt auch, Wasser fließt über Stein, so wird es rein. Und das ist ja eine Weisheit von jeher. Man sieht es in den Bergen, in jedem Bachlauf, da ist klares Wasser. Was? Nochmal. Für wen machst du das? Ich mache das gern für den Roland. Ich habe es ihm ja auch versprochen. Was genau hast du? Dass ich das Bad so gut ich kann erhalte. Jetzt ist er nicht mehr da, leider. Wie war denn Roland? So persönlich gekannt dann, ja? Ja, oder? klar. Wir sind da auf dem Bank geguckt und haben immer abends so ein bisschen übers Wasser und über die Fläche geguckt. Und wenn man jetzt das Wasser so anguckt, jetzt plätschert das so ganz leicht so vor sich hin. Man sieht so kleine Wellen und man sieht auch, wie die Kraft, wie die Wasserkraft, wie das spiegelt und wie das Wasser läuft. Und das ist immer schön. Und wenn man da so, wenn es dann so glänzend drüber geht und wenn es so einen Stahlglanz kriegt, dann weiß ich, das Wasser ist in Ordnung. Aber das Enorme und diese wunderbare Leistung ist, dass sich diese Biosphäre und dass die sich selber hält und dass die Blocher-Produkte dazu beitragen, dass es ein Gleichgewicht gibt. Und das macht meines Wissens nach kein anderes Produkt. Weil wenn ich da irgendwo reingehe mit einem Desinfektionsmittel, mit einem Abtötmittel und ich töte die Pathogene ab oder die Kolis oder ich mache da irgendwas, dann habe ich immer Probleme und generiere mir das nächste Problem. Wie bei der Hydra, ich schlage da einen Kopf ab und dann kommen 7 neue. Und das ist bei den Blocher-Produkten so, dass man da ein Gleichgewicht schafft, dass man tendenziell immer weniger dosieren muss, weil es ein Gleichgewicht sich herstellt in dem ganzen Mikrobiom, in der Biologie. Und es spricht einfach für die nachhaltige, ganzheitliche Wirkung der Blocher-Produkte. Blocher-Produkte werden seit 2023 hier im Wasser eingesetzt, weil wir immer größere
Flächen hatten, wo das Schilf nicht mehr richtig wuchs da hinten. Und so kamen wir dann auch zu Herrn Zeller. Hier auf dieser Anlage geht es darum, war die Ausgangsstellung oder Fragestellung, wie kriegen wir diesen Bioreaktor, das heißt diese Schilfkläranlage, Reinigungsanlage, wieder auf Vordermann. Durch den Einsatz der Blocherprodukte schaffen wir höhere Oberfläche und eine höhere Reinigungskraft für dieses Kreislaufwasser. Ja? Und wir haben gesagt, es endet nicht nur, dass wir hier diesen Biofilter aktivieren, sondern wir wollen das gesamte Wasser müssen wir aktivieren, weil es ist ja ein Kreislauf. Das ist ein lebender Organismus und den müssen wir insgesamt anfassen. Aber ist ja großartig. Das ist echt unglaublich. Kann man trinken? Ja, eigentlich schon. Ja. Kein Chlor? Nein, gar nichts. Ja. Und also man merkt es auch, wenn man reingeht und unter Wasser die Augen auf. Es brennt nicht, es juckt nicht, ist gar nichts. Ja? Es gibt hinterher keine Rötung, es gibt hinterher keine Juckreize. Das ist, das ist wirklich unser Fund, was wir hier mit in die Waagschale werfen können. Und mittlerweile zeigen sich das auch, es kommen wirklich vermehrt Leute, die wegen des Wassers herkommen. Ja, ne? Das spricht sich rum, ja. Ohne Chlor. Ja, kein Chlor. Ja, wirklich. Aber es ist trotzdem nicht normal. Weißt du, du siehst so riesen Schwimmbecken und es ist kein Chlor drin. Du hattest vorher noch gefragt wegen den Plocher-Varas. Plocher-Vara steht für Wasserrevitalanlage. Das ist die Abkürzung für Vara. Dieses Konzept dahinter, Plocher-Wasserrevitalanlage, ist folgendes, dass mit entsprechenden Informationen und verschiedenen Trägermaterialien, die in Form von BIMs, Quarz, Kies, Lava, Steine sein können, kann man Wasser entsprechend behandeln. Trinkwasser, Brauchwasser, Regenwasser kann man aufbereiten, Schwimmbadwasser kann man regenerieren. Das Plocher-Vara-Konzept ist hocheffizient, also man braucht vermutlich so ein Zehntel von den Kapazitäten und Ressourcen an Strom, an Platz, wie man für eine konventionelle Technik braucht. Und das sind alles Konzepte und Lösungen, die da sind, die darauf warten, umgesetzt zu werden. Und das macht sehr viel Spaß, daran zu arbeiten, an diesen Lösungen. Dieses Gebäude, Haus A, steht unter dem Motto Inseln des Lernens. Unsere Schüler, wo wir hier angefangen haben, haben in der Einrichtung gelebt, gearbeitet und dort auch noch Unterricht gehabt. Und für uns war wichtig, dass wir eine Insel haben. Und Insel heißt in der Regel Wasser. Und deswegen war um das Gebäude und in dem Gebäude Wasser. Es ist eigentlich angeglichen an den Dorfbach hier in Frickingen, der unterirdisch hier auch irgendwo vorbeiläuft. Ne? Und es gibt ja die Möglichkeit Kunst am Bau. Und das haben wir natürlich für die Refinanzierung auch verwendet, sonst wäre das auch ein relativ großes Projekt gewesen. Es war am Anfang nicht wirklich durchdacht, es war geplant und wir waren dann froh, dass sich die Firma Blocher irgendwann bei uns gemeldet hat und seitdem läuft es eigentlich erst. Vorher haben wir echt Schwierigkeiten gehabt. Es war veralkt, es war versifft, es hat gerochen, wir haben Chlor benötigt. Seit das Blocherwasser da ist das Wasser inzwischen, ich glaube jetzt ist es über 2 Jahre drin. 2 Jahre einfach Wasser. Ich weiß von Erzählung halt, dass früher in den Sommerferien 2 Wochen lang am Stück geschrubbt wurde, um die Algen wegzubringen. Also früher war es ein Mordspflegeaufwand. Und heute eine halbe Stunde, dann ist das Ding sauber. Für 3-mal im Jahr. Das Gebäude ohne Wasser hat überhaupt kein Flair, gar kein Feeling. Es ist einfach nicht das Gebäude, was man wollte. Ja? Und das auch für die, ich glaube auch für die ganze Raumluft, für das Raumempfinden, auch im Sommer jetzt, ohne Wasser, würde es nicht gehen bei uns mehr. Selbe Spiel hier deswegen. Ne? Deswegen war dann der Architekt und der andere Geschäftsführer total begeistert, dass wir ja noch mal sowas installieren tun.
Und das Dritte, was wir jetzt haben, ist, dass wir auch das Trinkwasser haben, ne, durch die Vara. Genau. Genau, das ist ein Riesenunterschied zu dem Wasserkocher. Also ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber ich merke, dass es funktioniert. Das finde ich so das Beeindruckende an der Sache. Ne? Für uns hat es auch ganz besondere Qualität, weil so kleine Biotope, so ein innenliegendes Wasserspiel, jetzt mit Pflanzen und Fischen, das hat normalerweise einen hohen Pflegeaufwand, es kommen Algen, man hat seine Schwierigkeiten. Und dass es so schön funktioniert mit so einem kristallklaren Wasser, was so richtig vibriert da hinten, kann man wirklich sagen, es ist eine wahre Freude. Genauso dieses Objekt hier, wo viel Luftkontakt ist, viel Staub und Nährstoff reinkommt, wenn man das so weit natürlich steuern kann, ist es für uns einfach auch ein Traum. Ja, uns tut's gut. Also es macht viel für die Lärmatmosphäre, das macht auch, dass die Menschen reinkommen. Es ist anders. Ne? Es ist keine normale Schule in dem Moment der Welt. Es ist einfach was ganz anderes ausstrahlt. Ne? Ich habe ahnungslose Studenten auf Camp Hill Ausbildungen einfach zur Wasserprobe eingeladen. Und ich hatte auf ein Wasser aus Haus A geholt und ein aus Haus B. Haus A hat keine Vitalisierung des Wassers und Haus B hat Blocher-Vitalisierung, Blocher-Vara. Und ohne dass ich es wusste, welches Wasser, ich musste Augen zumachen, wir haben alles genau dokumentiert. Ich habe es hingestellt und gezeigt in Kamera, welches Wasser es Blocher hat und andere nicht. Und so kann man sehen, dass ich gar nichts manipuliert habe. Sie hat Augen geöffnet und durfte probieren. Wie schmeckt dieser? Also das ist mehr kalkig, das ist viel besser. Das ist mehr klar. Also. Ja! Dieser. Das habe ich verstanden, ja, das ist der. Experiment gelungen, würde ich sagen. Ich freue mich. Das Vita kommt Macht für mich. Ich sag's euch. Das ist wirklich wahr. Ich freue mich sehr, die Plocher Vara vorstellen zu dürfen. Plocher Vara steht für Wasserrevitalanlage und die Firma Plocher hat 2 verschiedene Typen von Varas und der Typ B, den darf ich jetzt hier vorstellen. Das ist so die Essenz und Zusammenfassung von den Entwicklungen der letzten Jahre. Also wir haben in verschiedenen Schwimmbädern, Kläranlage, Naturpools, Naturteichen haben wir verschiedene Dinge eingesetzt, umgesetzt und haben quasi aus jedem Projekt was gelernt. Und aus meiner Sicht ist das jetzt hier so die Zusammenfassung und Zusammenführung aller Erfahrungen der letzten Jahre. Und sozusagen das Beste und Schönste, was wir da in dem Bereich jetzt entwickelt haben. Die Wasserrevitalanlage Typ B ist ein offener Rundbehälter, der mit informiertem Material gefüllt ist. Quellwasserinformationen, Informationen für Nährstoffreduktion. Und das Wasser wird permanent durch diese Filterpackung oder durch diese Revitalisierungseinheit geführt, durch diesen informierten Kies. Man sieht hier diesen wunderbaren Quarzkies, der informiert ist. Wunderschön. Und wie gesagt, das Wasser fließt quasi im Normalbetrieb. Kommt es hier an, wird aus dem Becken gepumpt, kommt hier an, fließt hier durch und geht wieder ins Becken zurück. Das ist so der Normalbetrieb, wo das Wasser ständig vitalisiert wird. Jetzt hat diese Plocher Vara noch eine ganz schöne Eigenschaft. Man kann sie regenerieren, sprich zurückspülen, wenn sie sich zusetzt. Der Whirlpool. Und jetzt reißt quasi die Luft, reißt jetzt einfach die Verunreinigung nach oben. Und das Dreckwasser wird eben in diesem Rundbehälter wird es abgeführt. Man kann das auch konstruktiv noch anders regeln, indem man so einen Ring einlegt mit Zacken. Dann könnte das Wasser so von beiden Seiten rein. Auf jeden Fall wird eben dieses Abwasser oder dieses Rückspülwasser wird gesammelt, kommt hier an,
geht dann einfach aus dem System raus. Das heißt, man kann es zum Düngen nehmen. Es ist ein wunderbarer Dünger und hat somit dann die Vara entlastet und wieder regeneriert. Und das ist irgendwie auch eine ganz tolle Eigenschaft von dem informierten Material, dass sich da quasi eine Biologie oder auch irgendwie ein Milieu um so ein Steinchen bildet, wo dann Nährstoffe oder Partikel gehalten werden. Und wenn man mit der gleichen Umwälzung im Normalbetrieb fährt, wenn man das nur umkehrt quasi als Rückspülung, dann löst sich das ganz leicht von diesen Steinchen. Und das ist irgendwie auch eine Besonderheit von dem Plocher informierten Material, dass sich das nicht so anhaftet und verbackt und dass man es dann mit viel Physik, Kraft, Reibung, Schruppen, genau, sondern es ist einfach ganz sanft. Der Strom wird umgekehrt und diese zurückgehaltenen Partikel, es wird ganz leicht, ganz schön wird es dann gelöst und kann mit dem gleichen Volumenstrom sozusagen gereinigt werden, dann die Vara. So mühelos. Mühelos, genau. Vara, Wasserrevitalanlage, passt besser als Filter, weil es ist kein Filter, es ist wirklich, das Wasser hat schön Zeit und eine schöne Zeit, sich zu revitalisieren, Struktur anzunehmen, Quellwasserstruktur, weil es eben auch eine große Oberfläche ist mit den Steinen, wo es eine Verweilzeit hat und wo es schön in Resonanz gehen kann und so kommt dann die Qualität zustande. Ein Riesenvorteil von der Plocher-Integraltechnik und von der Plocher-Vara ist, dass man so, sagen wir mal, ein Zehntel von dem Platz und von der Energie braucht, die man konventionellerweise braucht. Wenn man jetzt zum Beispiel an einen Schwimmteich denkt, da gibt es 5 Kategorien, wo einfach das Verhältnis von Schwimmfläche zu Reinigungsfläche definiert ist. Und das ist abhängig von der Umwälzung. Und da gibt es von, sagen wir mal, Kategorie 1 ganz wenig Umwälzung, wo dann Schwimmfläche zu Reinigungsfläche 1:1 ist, bis hin zu 75% Schwimmfläche, nur 25% Reinigung, dafür aber 10-mal, 20-mal umwälzen. Und unsere Fähigkeiten oder das, was über die Technik, Integraltechnik möglich ist außerhalb dieser 5 Kategorien. Generell ist das Prinzip von der Vara für ganz viele Einsatzbereiche, also für Naturpools, für Schwimmteiche, für die Umrüstung, wenn man jetzt einen Chlorpool auf Naturpool umrüsten möchte, für Wasseraufbereitung, also beim Gießwasser, wenn man eine große Gärtnerei hat, Fischzucht. Die Einsatzbereiche sind vielfältig und groß, wo man dieses simple Prinzip einsetzen kann. Das Thema Gülle war von Anfang an Thema bei der Firma Plocher, weil es einfach immer problematisch war, die Gülle, dass sie nicht homogen war, dass die Gülle nicht ausgepumpt werden konnte. Die Bauern rufen an, Gülle fließt nicht, was können wir machen und so weiter. Und deshalb hat sich Herr Plocher von Anfang an eben auch mit dem Thema Gülle beschäftigt und ist da rumgereist und hat seine Tüten verteilt. Und siehe da, die Bauern haben gemerkt, auch die Gülle fängt zu blubbern an, die Gülle wird homogen, die Fliegen im Stall bleiben aus und so ist es mehr und mehr dann verbreitet worden. Das Schöne in der Gülle, wir bringen Stoffwechselprozesse in Gang. Und wir haben das Kind jetzt nicht umbenannt in Flüssighumus, sondern eben um das Bewusstsein bei den Landwirten zu schaffen, dass die Gülle ein
wahnsinnig wertvoller Hofdünger ist und wenn der aerob verstoffwechselt wird, wie jetzt zum Beispiel der Stallmist, wenn der Stallmist kompostiert wird, dann sage ich auch nicht mehr Stallmist, sondern sage ich Kompost, nur durch die aerobe Umsetzung. Und genauso ist es bei der Gülle eben auch, durch die Verstoffwechslung kriege ich eben einen Flüssighumus. Und eben das Schöne, dass es eben auch Hygiene ist, ne, dass man keine Pathogenen in einer aeroben Gülle findet, dass man sehr viele Huminstoffe findet. Und was total interessant war, ein ganz hoher Vitamin B12. Und Vitamin B12 ist quasi die Vorstufe, die ich brauche, dass der Klee Knöllchenbakterien kriegt oder dass ich die freilebenden Stickstoffsammler wie Azotobacter sich entwickeln können. Und das ist ganz interessant, wir kriegen das auch wieder von den Landwirten bestätigt, dass sie sagen, wenn die Gülle aufbereitet ist, verstoffwechselt ist, dass sie wieder Klee auf ihren Wiesen haben. Ne? Und das ist ja wichtig, Eiweiß ist ja eine teure Komponente. Und wenn ich die natürlich über mein Grundfutter in den Stall kriege, ist es natürlich sehr wirtschaftlich. Ne? Und das zeigt ja auch diese Pflanzenverträglichkeit auch, das sagen die Bauern auch immer, dass keine Aids-Schäden auftreten und dass die Gülleflora zurückgeht, weil eben kein Nitrat mehr vorliegt, sondern das in der Rottebiologie gebunden ist, der Stickstoff oder als Ammoniumstickstoff. Leider wird es nicht anerkannt von den Behörden. Also die Landwirte werden bestraft, wenn sie das jetzt als Blattdünger ausbringen würden. Und das Schöne ist eben, dass ich es als Blattdünger zur Vegetation auf dem Mais, aufs Getreide ausbringen kann, ohne dass es verätzt. Das Problem ist, die Landwirte lernen das nicht, ne? Und dann können sie es halt auch nicht nachvollziehen. Aber die Landwirte, die selbstständig denken, die merken die Vorteile und wissen das zu schätzen. Und es muss sich einfach rechnen für einen Landwirt. Die Wirtschaftlichkeit ist bei Blocher immer gegeben. Weil mit der Natur arbeiten ist nicht nur ökologisch, sondern auch immer ökonomisch. Also das ist ein ganz wichtiger Satz, den wir in der Natur lernen können. Klar, Flüssighumus verwenden wir im Stall und das wird dann einmal in der Woche oder zweimal wird das dann entweder mit der Sprenkleranlage oder mit dem Akkusprüher vernebelt und so versuchen wir auch die Gülle in einen aeroben Zustand zu bringen und somit auch Sinkschichten, Schwimmschichten und auch ganz entscheidend flüssige Gülle zum Herstellen. Diese Sprenkelanlage, was ist das genau? Ja, das ist eine Kuhdusche im Sommer zum Abkühlen und nebenbei mache ich hier noch das Produkt Flüssighumus in die Kuhdusche mit einem Dosierer und so kann ich halt regelmäßig dosieren, der Flüssighumus, dass im Stall die Gülle aerob ist und bleibt und somit flüssig wird und auch wieder die Nährstoffe von der Gülle erhalten bleiben und keine Ausgasungen gibt. Das ist fertig. Großartig. Ja. Und das Gute an Flüssighumus ist, dass der Naturschutz quasi inklusive ist. Ja. Die ganzen Vorteile, die du genannt hast, sind zum Beispiel auch Einsparungen von Emissionen. Mhm. Weil die Stoffe, die ausgasen, das, was eigentlich stinkt an der Gülle, sind die Nährstoffe, die wir eigentlich für die Pflanzen haben wollen. Und in einer Rottebiologie, in einer gesunden Gülle, in einem Flüssighumus, gasen die eben nicht aus und belasten die Atmosphäre oder gehen sonst wohin, sondern sind gebunden und Pflanzen verfügbar, werden vom Boden leben, von der Lebenverbauung verstoffwechselt, mineralisiert und von der Pflanze aufgenommen. Und das ist eben etwas, was Flüssighumus der Gülle weit voraus hat. Und Emissionen sind dann gar kein Thema mehr. So ein Wegbereiter für Roland Blocher war Erhard Hennig. Erhard Hennig hat ein tolles Buch geschrieben, Geheimnisse der fruchtbaren Böden. Und da hat er eben auch diese Fäulnis-Rotte gegenübergestellt. Ne? Fäulnis ist lebensfeindlich, Rotte ist lebensfördernd. Und da setzen eben die Blocher-Produkte an. Und im Grunde muss man sich nur die 2 Worte merken, dann hat man auch Blocher verstanden. Ne? Mhm. Ja, die Natur ist echt einfach. Ne? Man muss sich einfach mit ihr beschäftigen. Und die Zeit fehlt uns und das ist auch oft gar nicht gewollt. Weniger ist manchmal mehr, ne? Und das ist schwierig zu verstehen, wenn man den nötigen Aufwand eigentlich reduzieren könnte. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass gerade auch der Landwirt versteht, dass er einen großen Werkzeugkoffer hat und da gehören alle Methoden mit rein,
Ich habe den Hammer, ich habe den Vorschlaghammer und wenn ich auf dem Feld arbeite, dann brauche ich vielleicht auch mal den Pflanzenschutz, dann brauche ich vielleicht auch mal das Fungizid oder Pestizid, aber die Dosis macht das Gift und ich muss wissen, in welcher Menge und wann ich es einsetze. Und wenn ich mit Plocher arbeite, dann habe ich auch meinen Werkzeugkoffer, der viel größer ist und ich kann dieses und das und jenes einsetzen zum richtigen Zeitpunkt und nicht immer volle Kelle mit dem Hammer den Kopf einschlagen, sondern wirklich auch das Handwerk auf einem neuen Niveau verstehen. Und dann hat man auch wieder eine ganz andere Gewissheit und eine ganz andere Wertschätzung des Handwerks auch, das wieder entdeckt wird. Weil letztlich ist es ja fast wie ein Apotheker mittlerweile. Der Landwirt fährt nur noch raus, holt sich seine chemischen Mittel ab und spritzt seine Felder. Das ist eigentlich schon eine fast Entmächtigung des Landwirts. Also wir sind hier auf dem Misthaufen und hier sind die ganzen Produkte von unseren Rindern und von den Schweinen, also der Mist. Was ich am Blochersystem cool und gut finde, ist, gerade früher habe ich auf einem Komposthof gearbeitet und habe selber auch den Mist auf Kompostmiete angelegt und habe das kompostiert mit viel Aufwand. Ist man da mit einem Umsetzer durchgefahren, hat Temperatur gemessen, hat bewässert, um einen einigermaßen Kompost herzustellen. Und hier sieht man, das geht eigentlich ganz einfach. Man tut das Material informieren, braucht nichts mehr machen, es gibt keine Ausgasungen und innerhalb von kürzester Zeit wird das Stroh zum feinstofflichen Mist, wo man ja sieht, wie schnell sich der umsetzt und so fast geruchlos ausbringen kann. Gell? Das ist nicht normal. Das riecht so frisch. Ich mache mir einen Kopfkissen. Also das sieht wie so Mist, da habe ich Angst jetzt zu riechen eigentlich. Aber und das ist eigentlich das Phänomenale, was jetzt mir gefällt an dem System, dass man den Mist und die Einstreu so hinbekommt, dass es nach Waldboden und nach einem aeroben Geruch ist. Und das natürlich wieder zurückkommt im Kreislauf aufs Feld und somit kein Fäulnis verursacht auf dem Hof und auf dem Feld. Und wenn alles im aeroben Zustand ist, sind auch die Krankheiten mehr oder weniger ausgeschlossen. So denke ich halt. Was auch ein wichtiges Thema ist, wenn wir zum Wasser zurückkommen, ist Wasser in der Landwirtschaft, ob es im Stall ist, ob es für die Tiere ist. Die Tiere müssen viel trinken, sie müssen vitales Wasser trinken. Also nicht nur der Menschhaushalt, Seen, Teiche sind mit Wasservitalisierung wichtig, sondern eben auch der Boden. Und nur ein gesunder, lebenverbauter Boden hat diese Wasseraufnahmekapazität, die verhindert, dass Wasser auswäscht oder dass die Nährstoffe vom Wasser ausgewaschen werden ins Grundwasser und eben diese Aufnahmekapazität hat und nicht austrocknet. Denn dann kommen wir wieder zu dem großen Problem, was wir auch jetzt beobachten und was wir hoffentlich in den kommenden Jahren auch mit Hilfe vom Plocher stärker eindämmen können, ist der Rückgang der Humusschicht oder der Fruchtbarkeit der Böden weltweit, vor allem auch in Mitteleuropa. Und wir haben die Lufterosion durch Wind, durch die Befahrung, durch die Traktoren, durch die Reifen. Man kennt es gerade bei uns im Norden oben, wo, wenn da ein Traktor über den Acker fährt, dann kann man die Fenster nicht mehr aufmachen, weil einfach sehr viel Sand. Es ist ja gar nicht mehr Ackerboden, ne? Es ist eigentlich Sand, es ist Staub. Diese Winderosion ist wirklich wie Sandsturm, kann man sich nicht vorstellen, im Sommer nach der Ernte. Ne? Und das, was nicht, sage ich mal, über die Luft verteilt wird, wird dann nachher auf der Straße verteilt, weil eben ein ungesunder Boden auch klebrig ist und an den Reifen haftet und dann gehört er auch nicht auf die Straße, der Boden. Ja? Und das ist auch, was unsere Kunden oder Anwender, Landwirte feststellen, ist, dass wir nicht einen lebendigen Boden habe, dann ist der Leben verbaut, dann ist der auch weicher und nicht kompakt und es bleibt nicht alles an meinem Rad heften und es fliegt nicht alles in die Luft. Ja. Und ob es regnet oder wenig regnet, ich habe keine Staunässe, der Boden ist wie ein Schwamm, ist in der Lage, das Wasser zu speichern, Pflanzen verfügbar. Das heißt, selbst wenn es trocken ist über eine lange Periode und die Wetterextreme werden immer heftiger sein, entweder habe ich lange Zeit gar keinen Regen oder in kurzer Zeit sehr viel Regen. Aber ein gesunder Boden ist in der Lage, sich darauf einzustellen. Das heißt, ich speichere das Wasser in der Trockenphase und gebe es zurück und ich nehme das Wasser in einer sehr nassen Phase auf und kann es
einlagern, ohne Fäulnis zu haben, ohne auszuwaschen. Ja, weil die Biologie eben Wasser speichern kann. Ne? Ich brauche eben einen lebendigen Boden und nur Mineralien können ja kein Wasser speichern. Ne? Nur die Biologie, die kleinen Käfer, die Regenwürmer, die Asseln, die Springschwänze, die speichern Wasser in ihrem Körper. Ne? Und darum, wir haben jetzt hier da einen Boden gehabt, der jetzt schon ein Jahr da in dem Eimer steht mit Deckel drauf. Trotzdem ist er nicht ausgetrocknet, es ist so feucht, weil das Bodenleben da ist. Und das ist eben auch das große Problem weltweit, diese Erosion. Ne? Zuerst kommt diese innere Erosion, dass die feinen Mineralien ausgewaschen werden und den Boden nach unten verdichten. Und der Landwirt denkt, ach, das ist ja ein tragfähiger Boden, ganz toll. Aber durch diese innere Erosion kriege ich so eine abgeschlossene Schicht, dass ich auch keinen kapillaren Aufstieg mehr habe. Ne? Die Äcker stehen einen großen Teil des Winters unter Wasser, weil es nicht mehr abfließen kann durch diese innere Erosion. Und wenn die Äcker dann abtrocknen, habe ich diese äußere Erosion, dass man dann eben, hier im Süden ist es mehr, dass das Wasser die Erde wegschwemmt und im Norden ist, dass der Wind diese leichten Sandböden zum Sandsturm entwickelt. Also und wenn die Natur sagt, okay, das ist jetzt nicht ein lebenfähiger Boden, dann machen wir einfach Wüste, Agrarsteppe. Ja. Und da bewegen wir uns ja in einem erschreckenden Tempo drauf zu. Aber, wie gesagt, die Natur vergibt uns relativ schnell. Wenn wir sie wieder daran erinnern, das ist ein optimaler Bodenzustand, ich soll hier einen Humus-Tonkomplex aufbauen, der Leben verbaut ist, dann kommen die Viecher und die Bakterien und die Lebewesen auch aus allen Richtungen wieder her, ohne dass ich sie einsetzen muss. Ja. Čia tas svarbu yra ne vien tai, čia pagrindė, aš tai dėl ko pradėjau, jeigu taip nuo dūšios šitą visą savo dalyką. Aš paprasčiausiai, kai pradėjau stebėti tuos kitokį tą žemės dirbimą, sakykime, tiksliau čia žemės nedirbimas, sakykime, tai aš pamačiau, kad paprasčiausiai daug išsisprendžia problemų, ypač su erozija, kas yra labai aktualu, pavyzdžiui, pavasarį, kaip matosi, kaip pusto dirvožemį paviršį, ypač kur intensyviai dirbama žemė, ten yra labai problematiška. Tai ir pas manęs tai būdavo, irgi anksčiau, kai tradiciškai dirbau. Dėl to ir naudoju, ypač kur plocheris labai gerai parodo save. Pirmiausia, tai ten, kur yra probleminės vietos. Tai va, visą laiką ten pirmiausia pamatai plocherio poveikį. Sakykime, jeigu čia toj durpėje, tai taip ta durpė jinai būna puri tokia. Sakykime, o kur molis, tai dažniausiai būna ten jisai nėra struktūros, jisai toksai būna, gali podus lipdyti, kaip sako. Na, o kai gauna plocherio, jisai pasidaro irgi tokia struktūra, tokia kaip varškės pasidaro. Tai jisai labai gražiai žemė subyra, sakykime. Nesvarbu, kad ir šlapia, bet jinai gražiai subyra. And what kind of product is in this? Humus boden. Humus boden. Yeah. And not so dirty. Yeah. And O sojos iš viso šaknis, va kokios jos tokios. Dar vienas liekas. Nu, čia jų turėtų būti daug, pagal visą teisybę. Ai, bet trečias, Ojojoj. Oi, kiek jų. Jau 2 nukrito, jau 4, o 5. Jesau, kiek jų. Ai, jesau, žiūrėk, kas daros. Guck mal, was da los ist mit den ganzen Regenwürmer. Ir ką tas duoda, kad aplink kiekvieną tą grūdelį, ne, yra oro. Jeigu bus didelis grumstas, aplink šitą grumstą irgi yra oro. Bet jeigu pažiūrėsi, čia tų daug mažų grumstelių, aplink jų kiekvieną oro yra ir čia daugiau oro yra dirvožemiai. Tai o ore yra ir drėgmės. Tai vat sausų metu ir tada ir visas skirtumas pasimato, kad kai saulė kyla irgi aukštyn ar leidžiasi žemyn, irgi dirvožemiai yra tam tikram gilį rasos taškas. Ir tada ta rasa padaro į vandenį, susikondensuoja. Ir tada augalai per sausrą ir turi. O jeigu bus dideli grumstai arba vienas didelis grumstas, tai per jį oro nebus ir tada sausroja ir mato, kad nieks neauga. O čia, kai tokia struktūra, tai
sliekai dar visi kanalus iškasa ir tada drėgmės yra. Ir ta žemė, sakau, jinai visai kitokia, žymiai, sakau, ypač, nu čia da irgi jinai nėra labai molinga šitą, ten toliau galima dar būtų paėti, bet tiek to, bet esmė tai, sakau, kad produktas tikrai veikia, ypač tose vietose, kur probleminis, tai labai ryškiai pasimato. Und Landwirte in Litauen, fand ich ganz interessant, haben festgestellt, haben sie mir erzählt, dass sie bemerkt haben, dass, wenn sie mit Blocher arbeiten, die Pflanze wieder diese innere Uhr kriegt. Wenn es quasi zu heiß ist und die Pflanze merkt, es ist lebensfeindlich, wenn ich jetzt weiter wachse, dann vertrockne ich, hört die Pflanze auf zu wachsen, zieht die ganze Energie im Boden und wenn oben am Abend oder wenn es wieder feucht wird, fängt sie wieder an, weiter zu wachsen. Eine Pflanze, die im Boden ist, wo voll mit Stickstoff und hergedüngt ist und eben nicht diese Lebenverbauung da ist, wächst weiter und plötzlich merkt sie, oh, ich vertrockne ja. Ne? Wenn die Landwirte anrufen, ja, sie sehen nichts, dann sage ich, gut, ich komme, nehme einen Spaten mit und mache eine Spatenprobe, wir riechen den Boden, schauen die Wurzel an. Und dann plötzlich merkt man so das Aha-Effekt, ne? Oh ja, da tut sich ja einiges, ne? Wenn man sieht, wie das Wurzelwachstum ist, wie der Boden anders riecht, ne? Und das müssen wir wieder lernen. Das sind so einfache Methodik. Zum Beispiel Pilze sind ja die heimlichen Herrscher im Boden, ne? Und da brauche ich auch kein Labor. Wenn ich den Boden rieche und er riecht aromatisch nach Walderde, habe ich Pilze drin, ne? Und ich brauche eben auch die Pilze, gerade jetzt auch bei Wasser. Die Pilze können durch ihr großes Myzel noch weiter unten andocken, wo die Wurzeln nicht mehr hinkommen und im Notfall eben auch die Pflanze mit Wasser versorgen. Und ein guter lebenverbauter Boden schützt sich eben über diese Trockenschicht. Die Trockenschicht kann zwar atmen, aber er verdunstet nicht mehr. Und das sind so einfache Tests, wo jeder Landwirt durchführen kann, ohne großen finanziellen Aufwand. So, da sieht man ja relativ, ist der Boden krümelig, für das, dass wir schon lange keinen Niederschlag mehr gehabt haben und der Boden austrocknet. Da sieht man zum Beispiel noch einen Regenwurmgang. Das ist auch untypisch, weil es ja jetzt Sommer ist, dann verkriechen die sich eigentlich in tiefere Schichten, aber man sieht ja da, das ist ein richtig fettes Rohr. Oder zum Beispiel auch das Gras ist auch so ein einfacher Test. Wenn man das Gras so ein bisschen hier und riecht, dann riecht es aromatisch wie ein guter Tee. Und wenn ich dann so hergedüngtes Gras nehme, wo nur NPK gesehen hat, das riecht einfach nach nichts. Ne? Wir haben beide Klee, also ich muss was sagen, damit wir hier nicht bescheißen. Riech mal. Aha, warte. Ah, riech mal. Jetzt bin ich nicht anders, gell? Ah. Weil hier nicht so tief einatmen. Das fühlt sich so in die Lunge rein. Und das ist eben das Schöne, auch das Heu von unseren Kunden, wo ich mitnehme auf Messen und dann 2 Jahre rumsteht, weil ich es dann plötzlich wieder entdecke, weil wir es beim Ausräumen, dann riecht es immer noch nach Heu. Ja, das zeigt eben, dass das Heu auch die Vitamine und die Inhaltsstoffe da sind und dann sagt die Natur, okay, das kann ich lagern. Wir sind jetzt hier live bei der Heuernte dabei und es ist immer wieder begeisternd, wie Qualität eben entstehen kann, wenn man entsprechendes Know-how umsetzt im Betrieb. Allein schon mit diesem tollen Bandschwader, nicht so tief nähen. Man kann sehen, trotz Trockenheit, wie das Gras schon wieder ergrünt und somit wieder schneller sich regenerieren kann.
Also echt begeisternd. Und man muss mal an diesem Heu riechen. Es ist eine Würze, es ist einfach herrlich. Ja. Und so ein Heu hat halt Qualität, so ein Heu ist auch lagerfähig. Ne? Weil ich musste eben auch früher feststellen, wenn ich Heu gekauft habe, dass das Heu zwar trocken reinkommen ist, aber nach 2-3 Monaten dann zum Stauben angefangen hat. Und man hat gedacht, Mensch, optimal gelagert, optimal geerntet. Aber es wurde halt nur einseitig gedüngt mit NPK. Und dann sagt die Natur, warum soll ich das lagern? Da fehlen ja die Vitamine, die Enzyme, die Spurenelemente. Und das ist halt schön hier in dieser Kreislaufwirtschaft, dass die Natur wirklich eben durch diese Nährstoffaufbereitung, dass der Gärrest eben nicht mehr fault und anaerob ist, sondern auch wieder aerob wird und zum wertvollen hofeigenen Dünger. Und man merkt es dann an diesem Heu, wie lagerfähig ist. Es riecht auch nach 2 Jahren noch nach Heu. Und das ist eben wichtig. Und gerade wie Biohof Elmengrund sich auf Pferdeheu spezialisiert hat, wie wichtig das ist, dass die Tiere, sind ja Grasfresser und keine Kraftfutterfresser, ne, wertvolles, hochwertiges Heu kriegen und somit eben auch diese ganze Problematik in den Ställen mit Husten und Bronchitis und Bronchienkrankheiten eben, da die Tiere leiden, weil das Grundfutter eben nicht entsprechend ist. Ne. Und das ist eben jetzt auch der Erfolg von hier, dass man wirklich hochwertiges Heu bieten kann, wo die Pferde dann auch eben gesund bleiben und nicht die Probleme haben, die leider weit und sehr verbreitet sind. Wie ist der? Muss man richtig Nase reinstecken und riechen. Ja. Okay, wir haben jetzt Genau. 2, ja? 2, gut. Aha, kann ich hier reinriechen? Ja, Okay. Ja, okay, die gewohnte von. Ja, Locher ist in der rechten Hand. Na, nimmst? Nein. Locher. Hä? 1 Jahr altes Heu nimmt's jetzt. Das ist jetzt 2 Jahre alt. 2 alt. Und das eigentliche, das was ihr jeden Tag hat, das willst du nicht. Und linke ist das alte Futter. Die Mama nimmt es auch jetzt. 2 Jahre alt ist er. Jahre die Landwirte geholfen, integriert, nachhaltiger umzusetzen, sich von der Chemie zu befreien, zu lösen, wieder in den natürlichen Kreislauf zu kommen. Und ja, wie gesagt, das ist auch der Zukunftsansatz, dass die Landwirtschaft sich nicht nur auf die Chemie und die Synthetik konzentriert, sondern auch auf den Boden. Ich kann nicht alles von oben hinzugeben, ich muss mich auch auf das Untere konzentrieren. Und ich sag mal, das war ein mühsamer Weg, die letzten 45 Jahre, ich habe ja 20 davon mitgenommen, aber das Bewusstsein, mit der Natur zusammenzuarbeiten und nicht nur sie von oben herab zu dominieren mit synthetischen Mitteln, wird immer bemerkbarer. Und da sind wir eben auch schon seit Anbeginn der Firma die Speerspitze, die das vorantreibt und sagt, macht weniger, ihr müsst eure Biologie aufbauen, eure Chemie reduzieren, ne, weil töten, immer etwas gegen. Das geht nur so lange gut. Und Roland selber hat immer gesagt, das ist Sackgassentechnologie. Ja? Und jetzt sind wir mit dem Kopf quasi schon durch die Sackgasse durchgebohrt. Ja? Aber es geht eben nicht viel weiter. Und diese Sackgassentechnologie, vielleicht können wir da den einen oder anderen helfen, nochmal eine Kehrtwende zu machen und wieder das Bewusstsein für Bodenleben, Bodenbiologie und Kreisläufe aufzubauen. Genau, das ist eben das Wichtigste, mit der Natur zu arbeiten und nicht gegen die Natur zu arbeiten. Ne? Mhm. Wir haben schon mal Leute getroffen, die sagen, Locher Hokuspokus. Wie ist deine Perspektive dazu? Ich glaube, dass viele Hokuspokus sagen, weil sie keine Erklärung dafür haben, wie es funktioniert.
die Erklärung habe ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie Blocher funktioniert, aber ich weiß, dass es funktioniert. Weil diese Merkmale mit dem Boden, mit der Veränderung von der Kartoffel, dass man sie einfach lang essen kann, das zeigt mir einfach, dass es funktioniert. Weil sonst hätte man es ja wie vorher auch, dass man die Kartoffel erst bis März, April essen kann. Und für mich ist das jetzt nicht relevant, ob das Hokuspokus ist oder ob das informiert ist. Für mich ist es wichtig, dass es funktioniert. Das heißt, wer Blocher-Produkte nicht benutzt hat und nicht ausprobiert hat und nicht praktiziert hat oder nicht lang genug und nicht ordentlich angewendet hat, dann kann auch wenig sozusagen darüber sprechen. Aber ihr über 20 Jahre Erfahrung. Ja, wir haben jetzt auch nicht über 20 Jahre Erfahrung über alle Produkte, aber du kannst schon das mit dem Boden, seit man das intensiv macht, und das machen wir seit 17 ganz intensiv mit der Ackerwirtschaft. Seither ist das auch mit dem Boden so. Und natürlich auch, seit man darauf hingewiesen ist, dass man mal eine Bodenprobe nehmen soll. Weil vorher hast du ja gar keine Bodenprobe genommen, da bist du gar nicht in der Ackernei und hast geguckt, wie sieht es aus. Jetzt geht man mal mit dem Spaten raus und guckt mal, wie es aussieht. Und das ist einfach feinkrümelig, das ist einfach angenehm zum Laufen. Und das muss dann auch angenehm für die Pflanze sein. Keine Frage. Was würdest du für die Blocher-Verweigerer sagen? Für die Blocher-Verweigerer kann ich nicht sprechen. Das finde ich schade, dass die sich das entgehen lassen, wie man mit einfachen Mitteln so viel Gutes hervorheben kann. Interessant ist, dass von der Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt in Bad Waldsee oder Aulendorf gibt es eine Aussage von einem maßgeblichen Wissenschaftler, der auch Blocher-Produkte schon untersucht hat, dass man dem Blocher-System grundsätzlich kann man keine Wirkung nachweisen und die Effekte, die da auftreten bei den Bauern, die kommen dadurch, dass die Bauern ihrer Gülle erhöhte Aufmerksamkeit schenken. Jetzt muss ich mal fragen, wer ist jetzt der Esoteriker? Seit nun über 45 Jahren sind wir wirklich die Pioniertechnik, wenn nicht sogar weltweit die einzigartige Technik, die in der Lage ist, nicht magnetische Informationsübertragung durchzusetzen, dank den Geräten von Herrn Roland Blocher. Und der Unterschied, der elementare Unterschied zwischen magnetischer Informationsübertragung, wie wir sie kennen aus Internetdaten, CDs oder anderen Systemen, ist, dass Ströme oder Magnetismus immer alles gleich ausrichten. Plus, Minus. Und ich habe dazwischen keine freie Entfaltung, Schwingung, so wie wir das haben. Und das ist eben der Unterschied der nicht magnetischen Informationsübertragung. Und das ist immer die Kernaussage von Roland Blocher gewesen, weil nur das die Natur widerspiegelt. Und diese nicht magnetische Informationsübertragung ist eben in der Lage, als Katalysator biologische Prozesse anzutreiben. Wie die Batterie, die eine Taschenlampe antreibt, kann ein katalytischer Impuls aus der Natur gewisse biologische Systeme anstoßen, wie eben Rotteprozesse, Kompostierungsprozesse, Humusaufbau, Unterwasserkompostierung, Umsetzung, Mineralisierung, Verstoffwechseln. Nur wenn wir uns auch oft so in diese esoterische Ecke oder in die Parawissenschaft oder wie es so heißt, reindrängen will oder es muss auch kein Vollmond scheinen, es ist auch nichts Mentales, das ist ganz wichtig. Es ist ein physikalisches Verfahren. Wahrscheinlich sind viele geschockt gewesen, dass das System auch nach dem Tod Rolands Blochers noch weitergeht und dass er dann nicht nachts um 12 Uhr am Bodensee tanzen muss, wie es mal immer behauptet worden ist. Nein, nein. Nee. Und die Blocher Integraltechnik verbraucht keine Ressourcen.
Wir brauchen keinen Strom, keinen Treibstoff, irgendwas. Also es ist ein ressourcenschaffendes, ein ressourcenschonendes und ein ressourcenerhaltendes System. Du kannst auch informieren. Das ist ein physikalischer, technischer Vorgang, bestimmter Ablauf und jeder kann theoretisch informieren. Es gibt Leute, die da feinfühlig sind und entstören über mentale Kraft und so. Das ist auch alles gut und alles schön und richtig. Aber es ist eben auch wieder eine niedrigere Form der Energieübertragung, als wie es die Natur selber macht. Weil wenn sie vom Menschen ausgeht, dann ist sie auch limitiert durch den Mensch. Aber wenn sie von der Natur ausgeht, dann ist es wirklich so nah am System, dass der Mensch es eigentlich gar nicht nachahmen kann. Natürlich gute Energie, positive Energie und das zu durchschauen und umzusetzen, ist immer gut. Und wie gesagt, wir arbeiten auch nur mit Originalen aus der Natur, also Originalstein oder Originalblatt oder Boden, also nichts Isoliertes, sondern immer das Original. Das ist eben auch wichtig, dass man eben nicht irgendwas isoliert macht, sondern immer dieses ganzheitliche aus der Natur quasi durch diesen Kopierapparat auf ein Trägermaterial aufmodelliert. Und das ist das Schöne, dass wenn das mal auf dem Trägermaterial ist, dann kann ich es speichern. Ne? Und was eben auch ein Vorteil für die Kunden ist, dass sie immer die gleiche Qualität kriegen. Ne? Wenn ich jetzt Kräuter habe, da habe ich mal mehr ätherische Öle, mal weniger. Und wir suchen uns ein optimales, zum optimalen Zeitpunkt geerntetes Kraut oder Blatt oder was auch immer und machen davon die Kopie. Und dann arbeiten wir auch nur mit der Kopie. Und die Folien, wo hier sind, die sind ja teilweise über 45 Jahre alt, ne? Und haben immer noch ihre Wirkung. Und das ist schon ganz erstaunlich. Das fasziniert mich auch immer wieder, dass sich die nicht verbrauchen. Ne? Wenn man hier tonnenweise Produkte macht mit der gleichen Folie und die Schwingung ist da. Ich sage immer, mit Informationen, die Roland Blocher umgeht, gehen wir jeden Tag mit um. Jeden Tag. Jetzt, im Moment. Kann man nicht messen, was wir übereinander denken. Das geht nicht. Ja? Aber wir nehmen jeden Tag, im Moment, Informationen auf. Und diese Informationen, die wir aufnehmen, subjektiv, da entsteht eine Reaktion bei mir. Im Körper. Das kann ein Unfall sein, den ich sehe. Das kann ich nicht messen, aber ich sehe das. Aber durch diese Information, die ich aufnehme, entsteht eine Reaktion in meinem Körper. Und die kann man messen, die Reaktion. Hohen Blutdruck, Haare stehen senkrecht hoch, da kann ich gar nichts für machen. Aber die Reaktion ist da und die ist messbar. Das vergleiche ich jetzt mit dem Boden. Der Boden hat ein Problem. Oder das Wasser. Blocher bringt eine Information in das Wasser. Eine energetische Information. Ja? Und der Organismus oder die eigentlich leben wollen, das heißt die Aerobier oder eben die lebenden Organismen, ja, die nicht in der Lage sind, das Milieu selbst zu verändern, die werden gestärkt. Die sagen, oh Gott, auf das habe ich gewartet. Das ist, wie wenn ich am heißen Tag ein schönes Bier trinke und durchatme. Ich sag's mal so, einfach, dann kriegen die Luft. Das heißt, wir unterstützen die energetisch und schon sehen wir es am Wachstum. Mehr Humus, also mehr Bodenwürmer und. Also das ist wieder messbar. Die Information, die Roland reinbringt, ist nicht messbar, weil das ist eine energetische messbar. Und ich fand das so toll, auf seinem Grabstein steht drauf, und das bewundere ich damals wie Monika, da muss ich ihr 10-mal Danke gesagt, besser hätte man es nicht formulieren können. Ja? Der Finder der nicht magnetischen Informationsübertragung. Ja. Besser geht's nicht. Kurz und bündig. Und er ist das. Umsonst haben die ja Russen nicht vor Jahren um sich so gekümmert. Die waren ja in Meersburg. Die hochrangigen Wissenschaftler. Die waren in Meersburg, bei Roland. Und Roland war da eingeladen. Nicht umsonst. Nicht, weil der so ein jemand war, sondern die haben schon gewusst, was er macht. Die anderen Wissenschaftler, die auf diesen Ebenen arbeiten, die nennen das Nullpunktenergie oder kosmische Äther. Und Roland sagt das energetische Matrix. Aber die sprechen alle vom selben.
Aber gelungen ist es bisher Roland eigentlich mit seiner nicht magnetischen Informationsübertragung. Und da sind sie alle scharf drauf. Also ich habe das mal einfach so mal jetzt wiedergegeben, wie ich es einfach... Und dann sage ich den jungen Leuten, wie oft passiert das? Tagtäglich, du guckst was an und irgendwie kribbelst, hast du Appetit gekriegt oder hast einem schönen Mädchen hergeguckt und hast gesagt, Donnerwetter vielleicht, ja. Aber warum hast du Donnerwetter gesagt? Weil es eine positive Information war. Oder nicht? Immer wichtig, das gilt für alle, ob Serengeti Park, ob es Hagenbeck, wo wir die Systeme einsetzen, da muss man froh sein, dass wir die Menschen haben, die sich auch dafür einsetzen. Also das heißt, die dahinter stehen. Professor Böhr hat mir vor 30 Jahren mal gesagt, er war 25 Jahre bei Hagenbeck und als der mir gesagt hat, Herr Zeller, ich habe es nicht verstanden, aber was Sie hier geleistet haben und was ich gesehen habe, ich komme auch noch, also nicht dahinter, ich verstehe das, aber es ist unglaublich. Und da gab es genau die anderen, mit denen ich dann zusammengesessen habe, irgendwie, ob das auch Tierärzte oder wie auch immer, die dann gesagt haben, Zeller, bitte, diese Ebene geht nicht, also esoterisch. Das war bitte, wir müssen es nicht. Wir können nur, wir müssen es aber nicht. Und es gibt auch heute noch, die ich kenne, die sind bis heute Hardliner. Nö. Kann ich nicht erklären, lasse ich die Finger von. Und das verstehe ich ja auch. Haben sie nicht studiert, nicht gelernt, also lassen wir die Finger von. Können sie nicht weiter erklären, dann lassen wir es lieber. Ja? Die Ergebnisse spielen keine Rolle. So wie in Dresden damals, der Direktor. Ja? Der hat sich, die Mitarbeiter, alle Mitarbeiter haben gesagt, Chef, wir haben tolle Ergebnisse, der Geruch ist weniger, ja, das und das. Dann hat er gesagt, ich muss es verstanden haben. Ich muss es weitergeben. Ich muss es vertreten. Ich muss und ich muss. Und ich bin da nicht ganz einverstanden. Und dann haben wir das auslaufen lassen. Da bin ich mit Roland mal gewesen, da waren wir nicht weit von Dresden weg. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wir sind nicht weit weg, wir haben ein bisschen Luft, fahren wir zum Zoo. Und dann hat er den Direktor getroffen. Das muss ich nochmal zu Ende reden. Das war auch ein Ding, das vergisst du nicht. Und ich habe gedacht, naja, ich kenne den, er ist auch nicht unbeliebt gewesen, so ein Hardliner innerhalb des. Und jetzt kommen wir unangemeldet und die Sekretärin hat gesagt, Herr Zeller, wir wissen nicht so. Ich sage, ja, wir machen extra den Umweg, wir kommen gerne hin. Ja, er wird sich wohl Zeit nehmen. Und denke, naja, das wird wieder was werden. So eine Igelstellung, die er sowieso hat, gell? Und dann haben wir da reingeholt, ja. Und da saßen sie beiden gegenüber. Und Roland Blocher war ja ein Stiernacken auch, gell? Er konnte ja, doch, Roland Blocher hatte, na, wenn er wollte, konnte der schon, also schon, ja, dominant sein. Dann hat der Direktor gesagt, Herr Blocher, klopfte auf eine Bank und sagt, nun erklären Sie mir Ihr System. Dann hat Roland sich so hin, hat ihn angeguckt, und dann denke ich, jetzt wird's eng. Die beiden haben gedacht, ob das gut geht. Ja. Meine Aktentasche stand schon daneben, weil er hat schon öfter den Menschen die Tür gewiesen und hat gesagt, bitte. Ja, dann haben wir gesagt, das muss uns nicht passieren. Und dann hat Roland das so ganz sachlich runter und hat es so sachlich, dass er was er macht mit Informationen und das. Sie machen ja Ergebnisse von Ihren Mitarbeitern, Herr Zeller hat mir doch erzählt. Und dieses, aber Sie sind ja jetzt nicht so. Nein, ich habe wissenschaftlich, ich muss das hinterlegt haben, ich muss die Messungen, ich muss das alles beschrieben haben, sozusagen, also alles. Und dann sagt der Roland Blocher zu ihm in dieser Haltung, Sie sind auch nur ein Messknecht. In dem Moment habe ich wirklich die Aktentasche in der Hand gehabt. Da habe ich gesagt, jetzt fliegen wir raus. Ein Messknecht, so einen Hardliner zu nennen. Ja. Und die haben sich angeguckt, da hatte sich der nach hinten gewegt, hat sich fast die Krawatte weggerissen. Da hat er so gespielt, er hat gesagt, jetzt kommt doch was, da kommt was. Und dann klopft er wieder auf seinen Stuhl und sagt, irgendwie, Herr Blocher, haben Sie recht. Und achso, das hat er ihm auch gesagt. Ich muss Ihnen eines sagen, weil er sagt, ich bin Wissenschaftler. Ah ja, das kam vorweg, hat er gesagt. Aber dann wissen Sie auch, dass Wissenschaftler heißt Wissen schaffen. Da müssen Sie noch dran arbeiten. Das war ja dieses Hochpumpen erst, gell? Und Roland konnte das gut. So.
Jacques Blocher eure Firma 2022 kennengelernt und 21. Oktober war Roland nicht mehr da. Was war das für ein Mensch, Roland? Auf jeden Fall hat er nichts gemacht, was andere gemeint haben, er sollte das tun. Er musste von was überzeugt sein. So, das war immer in erster Linie wichtig. Es muss sinnvoll sein, es muss was Gutes sein. Also er hätte nie irgendwas gemacht, nur um Geld zu verdienen. Und er war sich selber als Person, war ihm überhaupt nie wichtig, dass es irgendwie um ihn geht. Ne? Also war immer die Sache, die Arbeit, wie er immer gesagt hat, das war wichtig. Es ist auch faszinierend, habt ihr vielleicht jetzt auch schon gemerkt, ihr habt jetzt auch schon mit verschiedenen geredet und wenn da die Sprache drauf kommt, dann kann jeder so eine persönliche Geschichte oder seine persönlichen Erfahrungen mit Roland erzählen. Ne? Wir haben auch ganz, ganz viele Kundenvertriebspartner, die sagen wirklich, Roland hat ihr Leben verändert. Ne? Weil er war dann auch sehr, er konnte schon mal direkt sein. Ne? Also er konnte auch mal so sagen, wie es einfach ist. Ne? Was manche vielleicht erst mal so ein bisschen, vielleicht war manchen vielleicht so hart im ersten Moment oder so, aber spätestens, wenn sie darüber noch mal nachgedacht haben. Ne? Und da kenne ich viele, die gesagt haben, also wirklich lebensverändert, weil er hat eine ganz spezielle Art gehabt, die Dinge zu betrachten. Also nicht so Mainstream-mäßig, sondern er hat so seine eigene Anschauung gehabt. Und was aber dann, wenn man sich darauf eingelassen hat, wo man gesagt hat, ja, das stimmt, ne? Also das war schon enorm. Und eine Eigenschaft von ihm war definitiv, dass er sich auf seine Wahrnehmung verlassen hat und einen guten, starken Willen hatte, auch Dinge irgendwie zu akzeptieren, die einem nicht so sich automatisch erschließen. Oder für ihn war das auch schon ein spannender Prozess irgendwie, was er da gefunden hat oder was das dann ist und was man da jetzt machen muss, soll, darf, kann. Und das ist schon alles sehr speziell, wie er das dann für sich auch angenommen hat und umgesetzt hat. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass, glaube ich, auch eine große Schnittmenge, die ich mit ihm habe, so wesensgemäß oder vom Herzensgrund ist, dass es eben was gibt, diese Technik und diese Möglichkeit, dass der Mensch ordentlich und in Harmonie und in guter Art und Weise mit der Schöpfung umgeht. Also dass es kein Widerspruch sein muss, irgendwie zu wirtschaften oder sich mit Ressourcen auseinanderzusetzen und die zu benutzen und so weiter. Und dass es einfach diese schöne Möglichkeit gibt, mit diesen Mitteln und mit dieser Technik sich in Harmonie und im Rahmen der Ordnung sich einzufügen und Ressourcen zu respektieren und ordentlich damit umzugehen, die sogar aufzubauen. Und zu seinem Charakter oder seiner Umgehensweise mit den Dingen. Also wenn er am Anfang der Entwicklung den Menschen geglaubt hätten, die wissend sind und die ihm gesagt haben, du, das kann nicht sein, was du da machst und gefunden hast, das gibt's nicht, das geht nicht. Also und dennoch, das war auch so sein Motto ein Stück weit, dennoch hat er sich als Nicht-Fachmann in Trial and Error, also Versuch, Ergebnis, hat er sich ganz pragmatisch vorwärts bewegt, bis eine Firma entstanden ist, Blocher Integraltechnik seit 45 Jahren. Es bleibt natürlich spannend dahingehend, dass wenn man die Grundlagen dieser Technik und dieser Ergebnisse, die diese Technik produziert, wir nehmen die für real, für uns ist das existent. Aber wenn man es versuchen würde, in das bestehende System zu integrieren, würde es bedeuten, dass man gewisse Paradigmen stürzen müsste oder verändern müsste. Das heißt, es wäre schon eine gewisse Revolution. Was für uns grundsätzlich kein Problem ist, weil wir helfen da, wo es gewünscht ist und wo wir gebraucht werden und dass man uns nicht in die Offizialbereitung reinnimmt, dass wir nicht an der Uni gelehrt werden oder empfohlen werden, ist zwar schade, aber
macht uns, deshalb haben wir nicht weniger Spaß. Ja, wir dürfen dankbar sein, dass über die Jahrzehnte immer genügend Menschen da waren, die das verstanden haben und die bereit waren, die Produkte einzusetzen, die auch bereit waren, Versuche zu machen, die bereit waren. Das ist ja auch so nach und nach alles gewachsen. Die ganzen Produkte, das Produktlinien, das war ja logischerweise nicht von Anfang an alles da, ne, sondern wie so die Entwicklung über die Jahrzehnte. Und natürlich ist die gemeinnützige die Roland Blocher G GmbH erst überhaupt dadurch möglich geworden, weil man muss ja sich erst mal die Voraussetzungen schaffen, gemeinnützig tätig sein zu können. Ne? Und das war so, würde ich sagen, noch die Krönung von der ganzen Arbeit. Das war immer so seine Idee, irgend sowas zu machen, um Gutes zu tun. Ja? Mit eines der Dinge, die er Richtung Lebensende sozusagen noch initiiert hat, eben diese Gründung der G GmbH. Und er war immer dran, in diese Richtung zu arbeiten. Und Gott sei Dank durfte das noch wahr werden. Und ich glaube, da hat er sich einfach auch einen Traum noch erfüllt, weil eigentlich wäre er immer nur in dem Bereich unterwegs gewesen. Einfach den Leuten zu helfen. Und er hat immer gesagt, also jetzt natürlich nicht auf die Roland Blocher G GmbH bezogen, sondern so grundsätzlich hat er immer gesagt, tue Gutes und verdiene Geld dabei. Das war also ein Spruch von ihm. Ne? Aber bei ihm stand nie das Verdienen im Vordergrund, gar nie. Also immer erst, ist es sinnvoll? Ich kann mich zum Beispiel auch daran erinnern, da hat mal jemand gefragt, ob er nichts machen kann zum Abnehmen. O-Ton, für so einen Quatsch habe ich keine Zeit. Die Leute sollen weniger essen, dann nehmen die auch ab. Ne? So was zum Beispiel. Ne? Weil da kam dann ja schon mehr, ja Roland, wenn du jetzt sowas machst, das kannst du als Schlankheitsmittel, da kannst und Millionen. Naja, interessiert mich nicht. So, also es musste immer erstmal sinnvoll sein. So. Ja genau, weil ja auch manchmal manche Leute oder gerade die Technologie ja für viele ein Rätsel irgendwie ist. Oder wie geht es? Oder was machen die da? Oder so. Also jeder, der Roland kennengelernt hat, der war sowas von bodenständig, sowas von bescheiden und ein Praktiker und. Ne? Also natürlich ist es eine unbekannte Technologie. Oder für jeden, der es dann, oder immer noch so, für jeden, der es zum ersten Mal hört, erstmal für die meisten ein bisschen, dass sie es nachvollziehen können. Genau, wobei das in letzter Konsequenz aber auch gar nicht so wichtig ist. Wichtig sind die Ergebnisse. Ne? Wir haben die Produkte, wir sagen, wie, was, wo einzusetzen ist, die Ergebnisse sind da. Perfekt. Und das, wo wirklich alle davon profitieren, alle. Es ist für die Umwelt, es ist für denjenigen, der es einsetzt und so weiter. Ne? Wir können dadurch weitermachen. Da gibt es wirklich überhaupt keinen Verlierer. Für alle positiv rundherum. Aber wir haben wirklich ein System jetzt oder eine Produktpalette, wo sich so etabliert hat und das jetzt eben so seit über 45 Jahren und es ist einfach schön, da kann man drauf aufbauen und Roland hat uns ein tolles Erbe hinterlassen und dieses Erbe weiterzubringen macht einfach Spaß und motiviert jeden Morgen, wenn man aufsteht. Ja. Wenn du dich an Roland erinnerst, was kommt dir da als erstes in den Kopf? Ja, was der mir alles gezeigt hat und also mit der Zeit kommst du immer am Denken, ja, damals Roland so gesagt und so gemacht und das war eine gute Schule. Wir haben viel zusammen aufgebaut mit Roland. War eine schöne Zeit, aber wir machen weiter. Wir machen weiter für Roland, also für Blocher. Das war beste Freunde, sagen wir mal so. Bei mir war kein Chef. Ja, wie gesagt, ich war wo das Büro von Sandra ist. Das war sein Büro. Und ich gehe da rein. Chef, du bist der beste Chef. Ich sage, nein, Giuseppe, ich bin dein bester Freund. Ich bin nicht Chef für dich. Ist einmalig. Ich habe gesagt, du gibst heutzutage wie du nichts mehr.
ist ganz älter. Gibt es nichts mehr. Du bist der Einzige. So Leute, so Menschen, das muss viel zu früh gehen. Das muss noch bleiben. Bis 90, 95. Hätte immer noch gearbeitet. Ja. Leider ist gegangen. Der Firma geht's gut, das ist wichtig, ne? Aber es wäre natürlich schön, wenn wir weiterkommen würden. Und gerade wenn man jetzt sieht, diese Probleme mit der Gülle, dass die Bauern wirklich schon depressiv werden, weil sie keine Lösungen finden, weil sie so viele Auflagen kriegen, weil sie ihre Betriebe das gar nicht mehr wuppen können, diese schweren Maschinen und diese Abhängigkeit dann von irgendeinem Lohnunternehmer. Und wir bieten halt doch Lösungen, wo man im Stall schon anfangen kann, dass den Tierenschutz zugutekommt und draußen dann eben das Bodenleben will natürlich auch keinen faulen Apfel quasi, will auch Rottebedingungen haben. Und das setzt sich ja draußen wieder fort, dass die Leistung übers Grundfutter quasi wieder in den Stall kommt. Und dann habe ich gesunde Tiere, brauche weniger Kraftfutter und habe eine längere Lebensleistung. Das ist auch wichtig. Eine Kuh amortisiert sich erst nach 2,3 Laktationen, aber wenn die dann schon weggeht, weil sie eben diese ganzen Kraftfuttermengen und das nicht mehr verträgt, dann ist es auch nicht profitabel für den Betrieb. Also die Lebensleistung ist wichtig und die kann ich nur über gutes Grundfutter bewerkstelligen. Heutzutage spricht man ja oft von irgendwie Erwachungsprozess oder dass Leute irgendwie aufwachen oder dass man neue Gedanken findet oder dass man bewusster wird und so weiter. Ich denke, es ist alles Entwicklung und wir sind alle quasi auf einem Entwicklungsweg und auf einem schönen Entwicklungsweg, der uns das Leben begleitet und da kann man eben schauen, was einem entspricht und wo die Reise hingehen soll und wo die guten Qualitäten sind und was will ich. Ich denke, da sind viele Leute auch offener geworden. Das ist auch so ein Zusammenhang und Spruch, den Roland immer gesagt hat. Was wissen wir denn? Wir wissen das, was wir gelernt haben. Und wir sind geprägt von Schule, von Wissen und so weiter. Und möglicherweise gibt es mehr Wissen als das, was wir in der Schule gelernt haben oder was Mama und Papa wussten und was uns so mitgegeben wurde. Und das ist doch ein schöner Prozess, wenn man sich da vom Leben beschenken lässt und Wissen auf eine ganz andere Art auch aneignet. Und auch wenn man Plocher nicht in der Schule lernt, dann trifft man vielleicht jemand auf der Messe oder man sieht irgendwo was oder man kriegt so einen verrückten Bierdeckel mal geschenkt oder so und dann heißt es, ja, da ist eine Information drauf und dann steht da hinten drauf, testen Sie selbst. So geht's halt. Die großen Fortschritte der Menschheit, die kommen nicht aus den Akademien, die kommen nicht von den Regierungen, die kommen nicht aus den Ministerien, die kommen von dem Individuum, das das umsetzt, das das denkt, das kommt aus der Garage. Roland Plocher ist genau der gleiche Fall, das wurde auf dem Schuppen im Acker, das erste Gerät gebaut und es war eine ganz, ja, wie nennt man das, demütige Anfangsgeschichte. Ja. Mit einem Gerät gebaut, kein Geld, nichts und dann hochgearbeitet und die ersten Säckchen noch im Plastikbeutel nummeriert zu den Landwirten gebracht. Genau, Papierbeutel. Und das, mit der Nähmaschine zugenäht. Und wenn es nicht funktionieren würde, dann würden wir heute nicht sitzen. Ja. Ja, ne, man geht nicht vom Schuppen mit Papierbeutel hin zu einem weltweit agierenden Unternehmen. Ne? Und das ist ganz deutlich, dass da auch das Plateau noch nicht erreicht ist. Wie gesagt, ne, erst war Plocher ganz groß, dann haben sie gemerkt, okay, Plocher ist eine Gefahr für uns. Wir so gucken mal, ob wir das überhaupt machen können oder ob das überhaupt funktioniert. Aber jetzt kann keiner mehr sagen, Plocher funktioniert nicht. Die können nur sagen, ich glaube nicht dran.
Wie gut, dass unser System nicht abhängig ist vom Glauben anderer Leute. Und deswegen können Sie es nur noch ignorieren. Aber ich greife wieder den Begriff Sackgassentechnologen auf. Man kann nur so lange gegen die Wand laufen, bis es wirklich wehtut. Und es ist immer schade, dass die meisten Leute zu uns kommen, wenn es zu spät ist. Ja. Aber die kriegen wir dann auch wieder aufgepäppelt. Man muss dann bloß dranbleiben und den Druck auch aushalten. Ja. Und dann kann man auch wieder seinen Boden aufbauen, man kann wieder seine Seen sanieren, man kann wieder seinen Rasen, sein Grün holen, man kriegt auch wieder seine Tiere gesund, man spart sich Kosten, weil man sich einfach wieder an der Natur orientiert und nicht versucht, es besser zu wissen als die Natur. Ein ganz wichtiger Punkt auch, das sagen wir auch nicht, wir wissen es auch nicht besser. Wir gucken auch nur und kopieren nur und selbst bei uns sind die Grenzen noch nicht gesetzt. Ja, wir sind auch offen, wenn jedes Mal, alle Leute haben gute Ideen, es gibt immer wieder neue Informationen und Ideen, die entdeckt werden und die wir natürlich nutzen, weiter forschen, umsetzen, bleiben wir dran. Nee, und wir sind auch dankbar, dass wir so einen stabilen Firmenkern haben und dass wir uns da durch keine Einflüsse von innen oder außen aus der Bahn haben werfen lassen. Und wir garantieren das auch für die Zukunft. Und da können wir doch noch mal 45 Jahre feiern. Und dann treffen wir uns zum 90. noch mal. Und dann gucken wir zurück auf das Video und dann schauen wir mal, was wir damals gesagt haben. Ob sich unsere Aussagen immer noch das gleiche Thema ist. Weil das, worüber wir jetzt 45 Jahre später sprechen, ist nichts Neues, sondern ist schon seit 30 Jahren ein Thema. Boden, Luft, Qualität, Gesundheit. Und das ist eben das Problem, dass nur Symptome bekämpft werden und nur in ganz wenigen Fällen die Ursachen behoben werden. Und solange das Bewusstsein für die Akteure in diesen Feldern sich eben nur auf die Symptome konzentrieren, reden wir auch noch in 20 Jahren darüber, dass die Ursachen nicht behoben werden. Und da sehen wir auch unsere Aufgabe als Auftrag für die Natur, für die Umwelt, für die Mitwelt, Plocher einzusetzen, um die Ursachen zu beheben. Vor 3 Jahren habe ich mit Plocher zu tun gehabt, zum ersten Mal. Und habe jetzt echt 3 Jahre lang gebraucht, überhaupt einigermaßen Übersicht oder zu verstehen, was das ist. Und bin immer noch auf die Spur. Jetzt stehen wir gerade an dem Wasser, was mit Plocher behandelt wird. Und dann sehe ich gar keinen Schlamm hier da drin ist und die Fische schwimmen. Und das ist einfach großartig. Wasser ist das Leben und noch mehr. Das gibt aber so ein gutes Gefühl zum Durchatmen hier. So viel Liebe, so viele Menschen. Und nur durch Verständnis von den Menschen kann die Natur thriving, ich weiß nicht, auf deutsches Wort, kann die Natur nur leben. Wasser ist das Leben, Plocher bringt das Leben, Naturgesetze beachten. Viktor Schauberger sagte schon, und auch Roland Plocher, Natur kapieren und kopieren. Klingt einfach. Ist das auch. Ist schön, dass das Plocher gibt. Also ein Spruch von Roland war immer, wenn er dann berichtet hat und wenn er dann Zeugnis gegeben hat und voller Begeisterung erzählt hat, dann hat er immer gesagt, und jetzt seid ihr dran. Jetzt bist du dran. Ja.